Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, meine Lieben. Euch ist sowas hier eventuell auch gerade passiert und jetzt wisst ihr nicht genau, wie ihr vorgehen sollt. Dann bleibt einmal dran, denn ich zeige euch, wie ich das Ganze regel. Ja, meine Lieben, mir ist hier das Gel gebrochen. Das ist ein ganz dummes Ding gewesen, denn ich war gestern bowlen und dann ist es mir geplatzt, also abgeplatzt. Ich zeige euch das mal von vorne einmal. Also es ist ganz interessant. Es ist ja wie ein V sieht das Ganze aus. Der Nagel war auch noch ein bisschen länger und mir ist die Verlängerung mitsamt Gel obendrauf dann weggesplittert. Das war sehr schön. Der Rest liegt auch noch in der Bowlingkugel. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich dabei vorgehe und wie ich das Ganze wieder regel, dass das wieder ganz ist. Ja, wehgetan hat es Gott sei Dank nicht. Und deswegen, ja, kann ich da jetzt ganz normal, dem Naturnagel darunter ist halt auch nichts passiert. Und da habe ich wirklich noch Glück gehabt. Wenn ihr da einen Bruch habt, der den Naturnagel betrifft und wenn ihr da einen Bruch habt, der geblutet hat oder wehtut, dann bitte, bitte, bitte nicht neu drüber modellieren. Das Ganze muss heilen. Wenn es geblutet hat, dann nicht modellieren. Also wirklich bitte nicht. Das Ganze kann sich böse entzünden, es kann zu einer Blutvergiftung führen, es kann wirklich mehrere gesundheitliche Schäden davontragen und das lasst also bitte dann wirklich den Nagel, also das Gel, das Altmaterial entfernen oder gegebenenfalls den Nagel einfach nur kürzen und das Ganze wachsen lassen, bis es dann verheilt ist. Denn wenn ihr da jetzt drüber modelliert, dann wirklich, es kann wirklich Probleme geben und vor allem, wenn es geblutet hat, denn dann ist da eine Wunde und wenn die Wunde offen ist, habt ihr natürlich das Problem, dass eben auch Bakterien und so weiter eindringen können, somit halt auch das Gel sowie das Acryl. Es dringt in die Wunde quasi ein, während ihr arbeitet. Da könnt ihr dann gar nichts dran machen und das Ganze kann wiederum wirklich zu Blutvergiftungen und zu Entzündungen führen. Das möchtet ihr nicht, also da lieber eine Woche oder zwei mit einem hässlichen Nagel rumlaufen, als wenn ihr da wirklich Gefahr lauft, dass ihr euch den wirklich entzündet oder böse, böse weiter verletzt. Und deshalb, ne, wirklich nur, wenn es ein oberflächlicher Bruch ist oder eben so, wie es jetzt bei mir war, dann eben halt, wenn es sich nur ums Gel ging, dann ist es gar kein Problem. Da könnt ihr dann locker drüber modellieren, wenn es euch nicht schmerzt und. Aber sobald es geblutet hat oder ihr seht wirklich, dass das Fleisch ist sozusagen betroffen, meistens folgt dann auch das Blut, dann bitte nicht, dann wirklich bitte nicht darüber modellieren. So, das kann ich wirklich nur immer wieder sagen und bitte auch nicht kleben. Ich weiß, viele sind der Meinung, man kann Brüche kleben. Meine persönliche Meinung ist, dass es nicht geht. Ja, ich weiß, auch Ärzte kleben Wunden mittlerweile, je nachdem was für eine Wunde, aber diese Ärzte haben andere Kleber als unsere Tippkleber. Das ist eine ganz andere Zusammensetzung und deshalb bitte keine Brüche kleben, vor allem nicht, wenn sie geblutet haben. Also ich gehe hier wirklich von den Fleisch. Brüchen aus, ja, also wirklich bitte da ganz vorsichtig mit umgehen, denn es ist eine Wunde und wenn wir uns jetzt unser Knie aufschlagen, dann klatschen wir da auch nicht einfach Tippkleber drüber und fertig ist die ganze Sache. Nein, da hätten wir viel zu viel Angst, dass wir uns eine Blutvergiftung holen oder ja, uns dann noch weiter verletzen oder sich das Ganze einfach entzündet und deshalb, da würden wir dann eine Wund- und Heilsalbe drauf schmieren oder uns das Knie verbinden und so müsst ihr quasi auch den Nagelbruch behandeln, wenn Fleisch bzw. Blut mit inbegriffen war. Das ist nichts anderes. Also vergesst das bitte nicht. Viele denken immer so, ja, es ist ja an den Nägeln und da passiert also nichts. Oh doch, da kann genauso viel passieren, wie wenn ihr euch jetzt das Knie aufschlägt. Ja, so, genug gequatscht, jetzt geht's einmal los. So, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt die Handfeile oder aber ihr nehmt den Fräser und entfernt es dann mit dem Fräser. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich das ein bisschen mit dem Fräser entferne und den Rest dann mit der Nagelfeile. Denn Punkt eins ist, ihr müsst es jetzt komplett entfernen, denn wenn ihr das nur so ein bisschen entfernt, dann würde euch das Ganze weiter splittern. Ist zumindest meine Erfahrung und deshalb entferne ich mir das jetzt einmal möglichst komplett. Und dann fange ich einmal an, mir das Ganze runter zu fräsen. Falls euch interessiert, woher ich den Bit habe, ich benutze einen Linkshänder-Bit. Ich gebe da einfach bei Google ein Long Life Bit für Linkshänder und dann nehme ich meistens den ersten.
Ja, ich bewege den Fräser vom Nagelrand zur Nagelspitze hin und passt da bitte auf, dass ihr jetzt nicht die Stelle, wo der Naturnagel noch ist, trifft. Wie gesagt, wenn ihr ungeübt seid, nehmt die Handfeile und da bitte wirklich nicht auf den Naturnagel kommen, denn das Ganze kann dann auch böse enden. Denn ja, ihr verletzt euch den dann definitiv. So, ich habe das Ganze jetzt einmal schon möglichst entfernt und habe jetzt aber noch eine gute Ecke stehen lassen. Und hier seht ihr jetzt ganz genau, was ich eben meinte, mit dem, dass ich sagte, dass ihr das schon komplett entfernen müsst, weil ihr jetzt nämlich seht, durch den Druck des Fräsers hat sich hier jetzt schon ein Lifting gebildet. Das heißt, es würde jetzt immer weiter springen sozusagen und deswegen entferne ich das hier an der Spitze, dieses Lifting jetzt halt noch komplett eben einmal mit der Handfeile. Hier den Bereich schaue ich jetzt, das werde ich, denke ich, drauf lassen. Ich schaue da jetzt, inwieweit ich komme, ob sich das Lifting weiter hochfrisst oder eben halt so bleibt. Und ich das Ganze nochmal rausfeilen kann. Wenn ihr jetzt sehen würdet, dass das Ganze weiter hochliftet, dann müsst ihr natürlich einmal alles entfernen. Das ist leider. Ja, und dann beginne ich quasi einfach nur damit, mir erstmal hier das Farbgel noch wegzufeilen. Weil das muss ja so oder so dann jetzt runter. Und glätte mir das Ganze dann. Wenn ihr da also noch ungeübt mit dem Fräser seid, dann geht hin und macht es von vornherein mit der Handfeile, denn da habt ihr einfach mehr Kontrolle. Also mir persönlich ist es in 3 Jahren noch nicht einmal passiert. Ja, wie sagt man so schön, irgendwann ist immer das erste Mal. Das hat mich auch tierisch genervt, denn ja, ich habe natürlich dann den ganzen Abend so weiter verbringen müssen und hatte natürlich dann auch Angst, weiter zu bohlen. Also, ja, war Glanzleistung von mir. Aber gut, so habe ich wieder neues Videomaterial und kann euch das halt auch mal zeigen. So, jetzt bin ich ungefähr da angekommen. Das seht ihr jetzt hier. Und jetzt kann ich hier, na, es geht noch nicht. Manchmal hat man Glück und man kann das quasi hochbrechen, wenn es schon locker genug ist. Hier jetzt ganz vorsichtig, dass ihr nicht auf dem Naturnagel rumfeilt. Und versucht euch das Lifting quasi rauszufeilen. Dabei bitte nicht auf der Stelle des Liftings feilen, sondern immer ein Stück dahinter, denn dann drückt ihr euch das Lifting nicht weiter hoch. Wenn ich jetzt einen Nagelbruch habe, wo der Nagel mit betroffen ist, dann fräse ich das nicht mit dem Fräser runter. Ich nehme dann direkt die Handfeile, denn das Ganze ist mir dann sicherer, dass ich da nicht den ganzen Naturnagel mit wegreiße. Das ist so mein Tipp für euch, wenn ihr da noch ungeübt seid. So, da ist noch eine kleine Ecke. Jetzt ist sie weggeplatzt. Und hier habe ich noch eine kleine Ecke. Und das war's jetzt auch. Ja. So, jetzt seht ihr, dass hier noch so ein bisschen ranzig ist. Da muss ich mit dem Nagel jetzt natürlich einmal in Form feilen, weil der ja ein bisschen länger war eigentlich. Aber das macht jetzt hier überhaupt nichts. Denn ich wollte, ich lasse die Länge jetzt hier so. Man könnte das Ganze jetzt natürlich auch noch verlängern. Das mache ich jetzt aber nicht. Ja, meine Lieben, und das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt ist das einmal runter, das Material. Ich müsste jetzt quasi den Naturnagel ganz normal wieder vorbereiten oder halt was vom Naturnagel übrig ist, aber den Nagel ganz normal vorbereiten, sprich ordentlich anrauen, die Nagelhaut jetzt nochmal richtig entfernen und dann eben kann man ganz normal wieder den Aufbau machen.
Zur Naturnagelvorbereitung verlinke ich euch jetzt ein Video und wenn euch das interessiert und zum Aufbau dann jetzt hier einmal, dann könnt ihr da auch noch mal schauen, wenn euch das da so interessiert und wenn ihr da noch nicht so genau wisst, wie. Und ja, das war's dann jetzt auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben!